Was dazu notwendig wäre, wäre in der Tat das Aufkommen eines neuen Menschentypus mit einer neuen Wertskala, mit einer neuen Bewertung und mit neuen Zielen. Es genügt also nicht einfach, die heute bestehenden technischen und anderen Produktivkräfte auf derselben Linie weiterzuentwickeln. Was notwendig wäre, wäre in der Tat ein Bruch und eine Umwertung der Werte. Das totalitäre System kommunistischen Typs hat es nun bessere Startchancen für den Wettlauf in diese schöne neue Welt? Im Augenblick sieht das gerade nicht so aus, aber ich muss doch daran festhalten, dass die einfache Tatsache, dass Planung vorliegt und dass grundsätzlich einer Änderung widerstrebende Kräfte nicht aufkommen, dass das den sozialistischen Ländern oder die Länder, die sich heute sozialistisch nennen, die Möglichkeit eröffnet, andere Wege zu gehen. Es wäre dazu allerdings noch eine politische Revolution notwendig. Sie haben in Berlin gesagt, dieses totalitäre System kommunistischer Prägung müsste von links bekämpft werden. Was heißt das? Das heißt, dass man die Grundvoraussetzungen einer sozialistischen Gesellschaft in keiner Weise aufgeben darf, nämlich die Planung und die Nationalisierung der Produktionsmittel. Dass man aber erstreben muss, eine Radikalisierung der Kontrolle dieser Produktivkräfte und eine demokratische Beteiligung, aber demokratisch erst nachdem, was ich den neuen Menschentypus und die neuen Ziele und die neuen Werte genannt habe, schon wirksam sind. Aber hat die neue Linke nicht eigentlich bessere Chancen im westlichen System, das, so schlimm es auch sein mag, immerhin eine formale Opposition zulässt und eine Presse, die all das drucken kann, was man drüben, um das System von links zu bekämpfen, nicht drucken kann? Etwas zu optimistisch mit der Presse. Dass die Presse in Amerika zum Beispiel alles druckt, was der Opposition wesentlich ist, kann man weiß Gott nicht sagen. Aber Ihre Bücher werden gedruckt? Meine Bücher werden gedruckt. Sie können frei reden? Ich kann frei reden. Ich habe wegen meines Alters und wegen meiner Ausbildung eine besondere Position. Das ist mir alles gestattet, weil es relativ harmlos ist oder ganz harmlos ist. Aber man soll nicht unterschätzen, dass diejenigen, die in einer weniger glücklichen Position sind, zum Beispiel außerordentliche Schwierigkeiten haben, Jobs zu bekommen. Im totalitären kommunistischen System könnten Sie trotz alledem dies alles nicht. Wie stellen Sie sich dann einen Umsturz von links vor? Im Westen? Im Osten? Kann ich mir nur vorstellen, wenn ich es mir überhaupt vorstellen kann, dass Personen und Gruppen an die Regierung kommen, die im Gegensatz zu der heutigen Politik eine Politik der Befriedung und eine Politik dessen, was ich neue Wertsetzungen genannt habe, verfolgen können. Wir haben ja in Russland genug Regierungswechsel gesehen. Warum sollte es nicht vorstellbar sein, dass auch einmal ein Regierungswechsel in dieser Richtung stattfindet? Sie haben einmal gesagt, für alte Marxisten, für Altmarxisten sei die neue Linke ein Albtraum. Dabei gibt es doch eigentlich in der Zielsetzung, wenn ich Ihnen zuhöre, gar keinen großen Unterschied zwischen alter und neuer Linke. Der große Unterschied liegt eben in der, dass die neue Linke nicht mehr in der industriellen Arbeiterschaft, im Proletariat, wie Marx es genannt hat, die revolutionäre gesellschaftliche Klasse sind. Es gibt auch noch einen anderen sehr entscheidenden Unterschied, dass die neue Linke vom Sozialismus mehr und anderes erwartet, als in den traditionellen Definitionen zu finden ist. Was erwartet sie mehr? Wenn ich das so sagen darf, qualitativen Unterschied in den menschlichen Beziehungen und einen qualitativen Unterschied in den Institutionen. Das heißt, dass der Sozialismus nicht darin besteht, dass produktiver gearbeitet wird wie in den kapitalistischen Gesellschaften, dass rationaler gearbeitet wird,
sondern dass wirklich menschliche Beziehungen einer neuen Qualität, freie menschliche Beziehungen aufkommen, dass der Kampf ums Dasein, der Konkurrenzkampf auf nationalem wie auf internationalem Boden nicht mehr notwendig ist und dass, was Marx einmal die Abschaffung der Arbeit genannt hat, das heißt die Abschaffung der nicht mehr notwendigen Arbeit, der entfremdeten Arbeit, dass das wirklich allmählich auf die Tagesordnung kommt. Worauf kann sich diese neue Linke stützen, wenn es keine revolutionäre Klasse mehr gibt? Die neue Linke kann sich eigentlich heute nur darauf stützen, dass in der entwickelnden Industriegesellschaft alle die intellektuellen und materiellen Ressourcen da sind, die eine solche qualitativ neue Gesellschaft ermöglichen. Das ist eine geschichtliche Tatsache, das ist eine gesellschaftliche Tatsache. Dass es eigentlich also nur darauf ankommt, dass nur natürlich in Ausrufungszeichen diese entscheidende Wandlung durchzuführen. Aber in Amerika gibt es nach Ihrer Theorie heute eigentlich außer der studentischen Opposition nur die sogenannten Nicht-Privilegierten, also etwa radikale Neger oder Puerto Ricaner, auf die sich die Linke stützen könnte. Ja, das reicht doch nicht aus, um eine Revolution zu machen. Das reicht bestimmt nicht aus. Man hat mich missverstanden und mir vorgeworfen, dass ich in den Intellektuellen heute die neue große revolutionäre Kraft sehe. Das ist natürlich Unsinn. Die Intellektuellen artikulieren heute, sind heute die Sprecher dessen, was, wie ich eben anzudeuten versucht habe, objektiv in der geschichtlichen Situation da ist. Die Bewegung der Neger und der anderen privilegierten Gruppen trägt direkt und indirekt dazu bei, die Risse, die schweren Fehler des Systems bloßzulegen. Sie schwächt das System, aber ob sie selbst eine revolutionäre Kraft ist, diese Frage kann heute überhaupt noch nicht beantwortet werden. Es gibt eine neue Arbeiterklasse, zumindest nach den Ansätzen einer Theorie der neuen Linken. Ich glaube, Sie haben selbst in Berlin davon gesprochen, wenn ich eben mal in Ihren Vortrag blättern darf. Sie sagten, das seien die Ingenieure und Techniker in der materiellen Produktion, die in Schlüsselstellungen sitzen. Nun sind diese aber die Lieblingskinder des Systems, wie Sie selbst gesagt haben. Genau das. Wie wollen Sie sie also zu dieser Revolution Sie haben bringen? hier den objektiven Widerspruch, dass diese Gruppe das Lieblingskind des Systems ist, die Höchstbezahlten, denen es ja sehr gut geht, die zum großen Teil in ihrer wissenschaftlichen Arbeit abhängig sind von Unterstützung der Regierung und der Industrie, dass genau dieselben, nicht heute, aber der Tendenz nach, im Produktionsprozess Schlüsselstellungen einnehmen werden, die es ihnen ermöglichen könnte, wenn sie wollten, eine Änderung herbeizuführen. Aber der Widerspruch ist da und wir dürfen ihn natürlich nicht überdecken. Sie haben in diesem Vortrag in Berlin gesagt, die Predigt der prinzipiellen Gewaltlosigkeit bestärkt die bestehende Gewalt, die Sie meist mit Unterdrückung identifizieren. Heißt das nun nicht konkret auf die Verhältnisse in Amerika angewandt, dass Sie den Negern geradezu empfehlen, Gewalt anzuwenden? Was die Neger in Amerika heute tun, hat nichts mit irgendeiner Empfehlung zu tun, bedarf nicht einmal einer besonders organisierten Propaganda, sondern ist einfach die Rebellion gegen unerträglich gewordene Verhältnisse und Bedingungen. Eine in der Tat bis heute spontane Bewegung. Dass jetzt versucht wird, dieser Bewegung einen politischen Charakter zu geben, das ist erst, wie Sie wissen, sehr neuen Datums. Und wir können noch nicht sehen, wie groß die Zahl der Neger und der anderen Minoritäten ist, die dieser neuen Parole folgen. Aber im Prinzip bejahen Sie doch einen positiven Terror, einen Terror, der die repressive Gesellschaft von etwas Repression befreien könnte. Ich würde das nicht Terror nennen. Ich bejahe jede Bewegung, jede Möglichkeit, die den bestehenden Terror und die bestehende Unterdrückung mildern und vielleicht sogar aufheben können. Notfalls durch Terror? Notfalls, aber dann müsste man schon sehr genau definieren, was notfalls ist. Sehen Sie, es ist sehr leicht, mich in diesen Dingen gefangen zu kriegen.
Ich will dem auch nicht ausweichen. Es gibt einen revolutionären Terror, hat es in jeder Revolution gegeben. Hat es in der amerikanischen Revolution gegeben, hat es in der französischen, hat es in der englischen Revolution gegeben. Dieser Terror ist sehr weit entfernt von Grausamkeit, Brutalität, Folter, Schlachten von Unschuldigen, was auch immer es ist. Bis wohin war der Terror in der französischen Revolution positiv? Der Terror in der französischen Revolution war positiv nur bis zu dem Punkt, wo er tatsächlich diejenigen, die aktiv für die Wiederherstellung der Monarchie gearbeitet haben, getroffen hat. Als die Revolution ihre Kinder fraß, wurde er negativ. Als die Revolution ihre Kinder fraß, fing er an, nun wirklich brutaler Terror zu werden. Die Entwicklungsländer spielen in der Theorie der neuen Linken, in der Strategie der neuen Linken eine besondere Rolle. Ich glaube, Sie selbst haben einmal angedeutet, dass es zu einem Bündnis kommen könnte zwischen dem Agrarproletariat der unterentwickelten Länder und der Opposition gegen das System in den kapitalistischen Metropolen. Ja, dieses Bündnis ist meiner Meinung nach beruht meiner Meinung nach wesentlich auf einer Interessengemeinschaft. Die Befreiungsfronten in den Entwicklungsländern kämpfen auch für die Beseitigung unerträglicher Lebensbedingungen, wie die Neger und andere Minoritäten in den höchst entwickelten Industrieländern. Das ist also keine irgendwie künstliche oder politische Verbindung, sondern eine Verbindung, die sich ergibt eigentlich aus der Solidarität der Interessen. Irgendwelche organisatorischen Verbindungen, die effektiv sind, liegen ja überhaupt noch nicht vor. Da sehen wir ja erst die Anfänge. Aber bedeutet das nicht, konkret auf die amerikanische Situation übertragen, dass die radikalen Negerführer mit Fidel Castro und den Guerillas in den Bergen Boliviens sich verbinden müssen? Dass Verbindungen aufgenommen sind, dass Versuche gemacht worden sind, irgendwie eine gemeinsame Strategie zu entwickeln oder jedenfalls eine gemeinsame, wenn Sie nicht Theorie wollen, eine gemeinsame Bewertung der globalen Situation, das wiederum scheint mir nur natürlich. Und diejenigen Negerführer zum Beispiel, die das getan haben, haben hier eben einfach einer geschichtlichen Bedingungen gefolgt. Das legt die Vision nahe, dass die neue Gesellschaft eben durch diesen Pakt eines Tages Wirklichkeit werden könnte, auch wenn das sehr, sehr weit hin ist. Und das erinnert mich ein bisschen an eine chinesische Theorie, die von einem Aufstand des Weltdorfs gegen die Weltstadt spricht, also der unterentwickelten jungen Nationen gegen die etablierten kapitalistischen, aber auch gegen Nationen wie die sowjetische, der es also schon gut geht und die richtig entwickelt ist. Wie stehen Sie zu Mao? Sie wollen mich jetzt mit Mao identifizieren. An sich habe ich nichts dagegen. Der Führer der chinesischen Revolution ist, was er auch immer tun mag, einer der großen weltgeschichtlichen Persönlichkeiten. Die Formulierung, die Sie erwähnt haben, halte ich nicht für adäquat. Denn sie unterschätzt die Rolle, die die entwickelten Industrieländer selbst spielen müssen. Ich glaube, trotz aller Einwände und Einschränkungen, da hat der Marx etwas Richtiges gesehen, dass wenn nicht in den höchst entwickelten Industrieländern selbst die Verwandlung eintritt, dann nützt auch alle Attacke, alle Kräfte, die aus den unterentwickelten Ländern oder aus den Entwicklungsländern kommen, würden nichts nützen. Sie könnten den Prozess beschleunigen, aber die wirkliche Veränderung hängt meiner Meinung nach immer noch von einer Veränderung in den Industrieländern selbst ab.